Sie haben dieses Gefühl bestimmt schon einmal erlebt, diesen seltsamen und hartnäckigen Eindruck, dass die Zeit um Sie herum völlig anders vergeht als jene, die Sie tief im Inneren spüren, als ob die unsichtbaren Zahnräder des Universums aufgehört hätten, sich in gegenseitiger Harmonie zu drehen und Sie in einer einzigen Sekunde gefangen blieben, während der Rest der Welt rücksichtslos weitheilt. Genau das erlebte Eva jeden Morgen, wenn sie in die graue Münchner Morgendämmerung erwachte und ihr Blick sofort auf den alten Papierkalender fiel, der an der Wand hing und auf dem schon seit 3 langen Jahren immer dasselbe Datum leuchtete: der 15. März, der Tag, an dem ihre persönliche Welt zum Stillstand kam und in tausende kleiner Scherben zerbrach, die sie einfach nicht wieder zu einem sinnvollen Bild zusammensetzen konnte. Und obwohl draußen vor den Fenstern ihrer Wohnung in Schwabing die Jahreszeiten wechselten, die Bäume im englischen Garten gelb wurden, ihre Blätter abwarfen und wieder blühten, und die Menschen Mäntel anzogen und sie wieder ablegten, herrschte in ihrem Wohnzimmer eine Zeitlosigkeit, still und dicht wie Staub, der sich auf Möbeln absetzt, den niemand abwischt, weil es ohnehin keine Rolle mehr spielt. Und alle Uhren in ihrer Wohnung, von der großen Pendeluhr im Flur bis zum kleinen Wecker auf dem Nachttisch, zeigten dieselbe Zeit: 14:37 Uhr. Der Moment, als ihr Telefon klingelte und eine fremde Stimme am anderen Ende der Leitung Sätze sprach, die die Grammatik ihres Lebens für immer veränderten, so dass Eva aufhörte zu fotografieren, aufhörte zu lachen und aufhörte zu planen. Sie wurde nur noch zu einer stillen Beobachterin fremden Glücks und fremder Bewegung, einem Geist im eigenen Leben, der mechanisch Kaffee kocht, mechanisch zur Arbeit ins Archiv geht, wo der Staub der Zeit natürlich erscheint, und mechanisch atmet, ohne wirklich zu leben. Aber in einer regnerischen Nacht, als die Tropfen mit rhythmischer Dringlichkeit gegen das Fensterbrett trommelten und die Stadt unter ihr in einem unruhigen Schlaf lag, geschah etwas, das diese kristalline Reglosigkeit durchbrach. Denn Eva, die im Bett lag und an die Decke starrte, hörte plötzlich ein Geräusch, das nicht dort sein sollte, ein Geräusch, das so tief und resonant war, dass sie es nicht mit den Ohren, sondern in den Knochen spürte. Es war ein Ticken, aber es war nicht das Ticken irgendeiner Uhr in ihrer Wohnung. Das Geräusch kam von draußen, aus der Ferne, von einem Ort, den sie mit dem Verstand nicht bestimmen konnte, aber mit dem Herzen wusste sie, dass es nach ihr rief. Und dieses Geräusch war lauter als Donner, dringlicher als eine Sirene und versprach etwas, das sie längst vergessen hatte: die Möglichkeit, dass sich die Zahnräder wieder bewegen könnten. Eva stand auf, als wäre sie schlafwandelnd, zog ihren langen Wollmantel über das Nachthemd, zog schwere Stiefel an und trat hinaus in die kalte und feuchte Nacht, die nach nassem Pflaster und dem Fluss Isar roch, und geleitet von diesem mysteriösen mechanischen Schlagen, das von den Wänden der schlafenden Häuser widerhallte, machte sie sich auf den Weg hinunter ins Zentrum, wo die Straßen enger wurden und sich wie Schlangenkörper wandten, und obwohl sie München ihr ganzes Leben lang kannte, kam ihr die Stadt heute Nacht fremd, älter und geheimnisvoller vor, als ob unter der modernen Fassade ihre uralte magische Essenz erwacht wäre, und je näher sie dem Marienplatz kam, desto deutlicher wurde das Geräusch. Es war kein regelmäßiges Ticken moderner Uhrwerke, es war das Atmen eines riesigen, lebendigen Organismus, ein metallisches Herz, das in einem Rhythmus schlug, der sie mit magnetischer Kraft anzog, bis sie sich in einer kleinen Gasse in der Nähe des Glockenspiels befand, in einer Gasse, die so eng war, dass zwei Menschen kaum aneinander vorbeigehen könnten, in einem Spalt zwischen den Häusern, den sie noch nie zuvor bemerkt hatte.
obwohl sie hier schon tausendmal vorbeigegangen war. Und am Ende dieses dunklen Korridors, der nur vom matten Schein einer einzigen flackernden Laterne erhellt wurde, stand eine massive Eichentür, deren Holz von Jahrhunderten geschwärzt und mit Öl und Regen durchtränkt war. Und an dieser Tür hing ein Messingschild, in das in eleganter Schrift ein Wort geätzt war, das keinen Sinn ergab und gleichzeitig den größten Sinn der Welt machte: die Zeitwerkstatt. Und Eva, deren Hand vor Kälte und Erwartung zitterte, griff nach der Türklinke in Form eines Stundenzeigers, und in diesem Moment hielt das Ticken hinter der Tür für einen Augenblick inne, als würde das Haus den Atem anhalten, um sie einzulassen, und sie wusste, dass es, sobald sie diese Schwelle überschritt, kein Zurück mehr in ihre sichere, eingefrorene Welt geben würde, in der sich nichts ändert und nichts wehtut. Denn hier, in diesem Schatten der Türme und der Geschichte, verbarg sich etwas, das entweder ihre Rettung oder ihre endgültige Zerstörung sein konnte. Aber die Neugier war stärker als die Angst, und so drückte sie gegen das schwere Holz, das mit einem leisen Knarren nachgab, und trat in einen Raum ein, in dem die Gesetze der Physik, wie sie kannte, nicht galten. Das Innere der Werkstatt war viel größer, als es von draußen schien. Es war ein Labyrinth aus Regalen, Gestellen und Tischen, die sich in den Schatten der hohen Decke verloren, und überall, wo Eva hinsah, waren Uhren. Tausende und Abertausende von Uhren, aller Formen, Größen und Epochen, von kleinen Taschenzwiebeln über Kuckucksuhren bis hin zu massiven, mit Gold und Perlmutt verzierten Standuhren. Aber das Seltsamste war nicht ihre Menge, sondern ihr Klang, denn sie tickten nicht unisono. Jede von ihnen behielt ihren eigenen, einzigartigen Rhythmus bei. Einige rannten wild wie das Herz eines Kolibris, andere maßen die Sekunden mit der langsamen und würdevollen Ernsthaftigkeit eines alten Mannes, und dieses kakophonische Orchester erzeugte ein seltsames, beruhigendes Rauschen, das nach Bienenwachs, feinem Maschinenöl und altem Papier roch. Und inmitten dieses Königreichs der Zeit stand er, der alte Uhrmacher, ein Mann, dessen Alter man nicht schätzen konnte. Er hätte 50 oder 500 Jahre alt sein können. Er trug eine lederne Schürze, die mit Tinte und Schmiermittel befleckt war. Auf seiner Nase saß eine Brille mit vielen Linsen, die seine Augen von der Farbe flüssigen Bernsteins vergrößerten, und als er von dem komplizierten Mechanismus, der auf der Werkbank ausgebreitet war, aufblickte, durchbohrte sein Blick Eva von Grund auf, als sähe er nicht nur ihr Gesicht, sondern auch jene unsichtbaren Schichten unter der Haut, ihre Traurigkeit, ihre Angst und ihre eingefrorene Hoffnung, und ohne zu fragen, wer sie war oder was sie dort tat, sprach er mit einer Stimme, die klang wie das Reiben zweier Granitsteine aneinander, stellte ruhig und sachlich fest, dass er auf sie gewartet hatte, weil das Geräusch ihrer stehengebliebenen Uhren schon lange zu ihm drang und die Harmonie der Stadt störte. Und dann machte er eine Handbewegung, mit der er sie näher an den Tresen einlud, und sagte einen Satz, der sie genau in der Mitte der Brust traf. »Eva, du hast mir Zeit gebracht, die nicht vergeht, die dich aber wie ein Felsbrocken beschwert.« Und in diesem Moment verstand Eva, dass sie vor diesem Mann nichts verbergen konnte, dass er keine Zahnräder aus Messing reparierte, sondern die Zahnräder menschlicher Schicksale. Und obwohl sie weglaufen wollte, blieb sie stehen, hypnotisiert von seiner Ruhe und dem Ticken tausender Leben um sie herum, während er langsam seine Werkzeuge beiseite legte und auf den leeren Platz an der Wand direkt hinter ihr starrte, wo sich eine Uhr materialisierte, die eine Sekunde zuvor noch nicht dagewesen war.
Diese Uhr an der Wand war eine exakte Kopie jener, die bei ihr zu Hause im Flur hing, aber gleichzeitig war sie anders, organisch, lebendig und schmerzerfüllt. Ihre Zeiger waren krampfhaft auf der Zeit 14:37 Uhr blockiert, und das Glas des Zifferblatts war mit einem feinen Spinnennetz aus Rissen überzogen, das wie eine Landkarte ihrer gebrochenen Seele aussah, und der Uhrmacher trat an sie heran, nahm sie sanft vom Haken und legte sie auf eine Samtunterlage auf dem Tisch, als wäre es ein verletztes Tier, das behandelt werden musste. Und dann sah er Eva an und begann ihr die Anatomie ihres Problems zu erklären, mit der Geduld eines Chirurgen, der eine komplexe Operation beschreibt. Er sagte ihr, dass jeder Mensch einen solchen Mechanismus in sich trägt, eine unsichtbare Uhr, die bestimmt, wie wir die Welt erleben. Und wenn uns etwas widerfährt, das wir nicht ertragen können, brennen unsere inneren Sicherungen durch und der Mechanismus blockiert, um uns vor weiterem Schmerz zu schützen. Und dann nahm er einen kleinen Schraubenzieher und öffnete die hintere Abdeckung dieser Uhr, und was Eva sah, verschlug ihr den Atem. Denn im Inneren waren nicht nur Rädchen und Federn, sondern dort war ihre Traurigkeit materialisiert. Die Hauptantriebsfeder war mit einer dicken Rostschicht überzogen, die wie getrocknete Tränen aussah, und zwischen den feinen Zähnen der Getriebe steckten winzige Steinchen fest, Splitter von Erinnerungen, die sie nicht loslassen wollte. Und der Uhrmacher zeigte ihr das größte Zahnrad, das das gesamte Uhrwerk dominierte und das so riesig und schwer war, dass es alle anderen zerdrückte. Und er erklärte ihr, dass dies das Rad der Vergangenheit sei, das zu monströsen Ausmaßen herangewachsen war und den gesamten Raum verschlungen hatte, so dass sich das kleine, zitternde Rädchen der Gegenwart nicht einmal bewegen konnte und das Rädchen der Zukunft im Mechanismus völlig fehlte. Es war einfach nicht da. War herausgefallen oder hatte sich nie entwickelt, und Eva spürte beim Anblick dieser Zerstörung eine Mischung aus Scham und Erleichterung, weil sie ihren Schmerz zum ersten Mal nicht als abstraktes Gefühl sah, sondern als konkreten Defekt, den man benennen und vielleicht, nur vielleicht auch reparieren konnte, obwohl der Uhrmacher sie warnte, dass die Reinigung dieses Uhrwerks mehr wehtun würde, als wenn sie Salz hineinstreuen würde. Der Uhrmacher sah in ihren Augen die Frage, ob sie die Einzige sei, der es so ergangen war, und so nahm er sie wortlos bei der Hand. Seine Handfläche war trocken und warm wie altes Pergament und führte sie in den hinteren Teil der Werkstatt, in einen langen, spärlich beleuchteten Flur, der endlos schien und dessen Wände vom Boden bis zur Decke mit immer weiteren Uhren bedeckt waren, und Eva verstand, dass dies eine Galerie stillgestandener Leben war, ein Museum des menschlichen Leidens und der Stagnation. Und als sie an den einzelnen Exponaten vorbeigingen, erzählte ihr der Uhrmacher mit leiser Stimme deren Geschichten. Er zeigte ihr eine elegante silberne Taschenuhr, die um 5 Uhr morgens stehen geblieben war und einem Mann gehörte, der vor 20 Jahren nicht in den Zug gestiegen war, der ihn in ein neues Leben bringen sollte, und der seitdem auf dem Bahnsteig seines Verstandes steht und auf eine Verbindung wartet, die nie mehr ankommen wird. Und ein Stück weiter hing eine zerbrechliche Porzellanuhr, die zur Mittagszeit stehen geblieben war und einer Ballerina gehörte, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere eine Verletzung erlitten hatte und sich weigerte zu akzeptieren, dass sie nie wieder tanzen würde, so dass sie in der Endlosschleife ihres letzten Applauses lebt. Und Eva sah hunderte solcher Uhren. Einige waren von Angst angehalten worden, andere von Hass, wieder andere von Bedauern, und sie erkannte, dass das Anhalten der Zeit eine Epidemie ist, eine stille Pest, die jene befällt, die Angst haben, ins Unbekannte zu treten,
und obwohl es sie erschreckte, gab es ihr gleichzeitig eine seltsame Hoffnung. Denn zwischen diesen unbeweglichen Maschinen sah sie leere Stellen, bloße Haken an der Wand, wo einst Uhren gehangen hatten, und als sie danach fragte, lächelte der Uhrmacher mit diesem ihm eigenen, seltenen, kaum wahrnehmbaren Lächeln und sagte, dass dies die Plätze für diejenigen seien, die den Mut gefunden hätten, ihre Uhren wieder aufzuziehen und sie zurück in die Welt zu tragen, und in diesem Moment sah Eva auf ihre eigene Uhr, die der Uhrmacher immer noch in der Hand hielt, und fragte, ob sie nicht einfach hier bleiben könnte, in Sicherheit unter den anderen. Aber er schüttelte den Kopf und sagte, dass der Frieden, den die angehaltene Zeit bietet, eine Illusion sei. Es sei die Ruhe des Grabes, nicht des Lebens, und wenn sie das Andenken an den sie verloren hat, wirklich ehren wolle, müsse sie dies in Bewegung tun, nicht in Stein. Sie kehrten zur Werkbank zurück, und der Uhrmacher legte ihre Uhr vor sie hin und reichte ihr eine kleine, feine Pinzette mit der Bemerkung, dass sie den ersten Schritt selbst tun müsse. Niemand anderes könne das für sie erledigen, denn nur sie kenne das Gewicht der Steine, die das Getriebe angehalten hätten, und er forderte sie auf, zu versuchen, den großen Zeiger nur eine einzige Minute vorwärts zu bewegen, von der Zeit 14:37 auf 14:38 und Eva betrachtete das ungläubig, weil es so einfach aussah, ein Stück Metall 1 mm nach vorne zu schieben, aber als sie ihren Finger auf den Zeiger legte, stieß sie auf einen Widerstand, der nicht mechanisch, sondern metaphysisch war. Dieser Zeiger wog Tonnen, als wäre er aus dem Kern eines sterbenden Sterns geschmiedet worden, und Eva spürte, wie sich in die Muskeln ihres Arms das gesamte Gewicht ihrer Traurigkeit ergoss, all dieser 3000 Tage, die sie in der Dämmerung verbracht hatte, und der Uhrmacher erklärte ihr ruhig, dass dieser Widerstand, den sie spüre, ihre Vorwürfe seien, all die Worte, die sie nicht gesagt hatte, und all jene, die sie im Gegenteil nicht hätte sagen sollen, all diese Was-wäre-wenn-Gedanken, die wie eine Schwerkraft wirken, die sie zurückzieht, und dass die Vergangenheit nur deshalb schwer sei, weil wir uns Steine der Schuld in die Taschen laden, die uns nicht gehören. Und wenn sie wolle, dass sich die Uhr bewegt, müsse sie diese Steine einen nach dem anderen herausnehmen und auf den Tisch legen, nicht um sie zu vergessen, sondern um aufzuhören, sie auf dem Rücken zu tragen. Und er zeigte auf einen bestimmten scharfen Splitter, der im Getriebe steckte und in einem dunklen Licht leuchtete, und sagte ihr, dass dies der schwerste Stein von allen sei, die Überzeugung, dass sie ihn verraten würde, wenn sie ohne ihn glücklich wäre. Und er fragte sie, ob sie bereit sei, diesen Stein herauszuziehen, auch wenn das bedeuten würde, dass sich die Wunde wieder öffnet und zu bluten beginnt, weil nur reines Blut den Rost wegspülen kann. Und Eva, deren Hand über dem Mechanismus ihres eigenen Schicksals zitterte, umklammerte die Pinzette und sah in die goldenen Augen des Uhrmachers, in denen sich der Abgrund der Zeit spiegelte, und sie wusste, dass sie jetzt am Rand der Klippe stand. Aber ihre Hand zitterte so sehr, dass sie das Werkzeug mit einem Klirren auf die Samtunterlage zurücklegen musste, und Eva trat einen Schritt zurück, weg von diesem entblößten Mechanismus, als wäre es eine ungesicherte Bombe, denn in dem Moment, in dem sie den Stein der Schuld herausziehen sollte, ergriff sie eine Panik, so kalt und klebrig, dass sich ihr die Kehle zuschnürte, und sie flüsterte, dass sie das nicht tun könne, dass ihr überhaupt nichts mehr bleiben würde, wenn sie diesen Schmerz entferne, denn dieses Leiden sei das Einzige, was sie noch mit ihm verbinde, es sei der letzte Faden, und wenn sie ihn durchschneiden würde, würde sie ihn verraten und ihn allein in dieser Dunkelheit zurücklassen.
ein Gedanke, den sie nicht ertragen konnte. Aber der Uhrmacher sah sie an, nicht mit Mitleid, das sie nur schwächen würde, sondern mit einer strengen, uralten Güte, und seine Stimme klang wie das Rascheln von trockenem Laub im Herbstwind, als er ihr sagte, dass sie den häufigsten Fehler begehe, den die Menschen in seine Werkstatt bringen, dass sie Liebe mit Leiden und Erinnerung mit einem Gefängnis verwechsle. Er erklärte ihr, dass der Rost an ihrem Uhrwerk kein Beweis für Treue sei, sondern nur oxidierte Angst, und dass sie durch das Anhalten der Zeit ihren Mann nicht am Leben erhalten habe. Sie habe aus ihm nur ein Exponat in einem Museum gemacht, das niemand außer ihr besucht. Und in diesem Museum ist es dunkel und kalt, während das wahre Andenken an ihn wie ein Garten sein sollte, der mit jeder Jahreszeit wächst und sich verändert, nicht wie eine Krypta, in der die Luft stickig ist. Und er fragte sie, ob sie glaube, dass er gewollt hätte, dass sie zur Wächterin eines Grabes wird oder zur Trägerin des Lichts, das er in ihr entzündet hatte. Und diese Worte fielen in Evas Gewissen wie schwere Regentropfen, lösten ihre Verteidigung auf und zwangen sie, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Sie erkannte, dass ihre Traurigkeit zu einem bequemen alten Mantel geworden war, der zwar kratzte und schwer war, sie aber vor der frostigen Ungewissheit des neuen Tages schützte, und dass sie Angst davor hatte, ihn auszuziehen, nicht seinetwegen, sondern ihretwegen, weil sie ohne diesen Schmerz nicht mehr wusste, wer sie eigentlich war. Um ihr den wahren Preis zu zeigen, den sie für diese Illusion von Sicherheit zahlte, griff der Uhrmacher tief in die Tasche seiner Lederschürze und holte einen seltsamen Gegenstand heraus. Es sah aus wie eine Uhrmacherlupe, aber das Glas darin war nicht klar, es war aus Rauchquarz geschliffen und darin wirbelten seltsame Schatten. Und als er sie aufforderte, die Lupe ans Auge zu halten und ihr Leben noch einmal zu betrachten, gehorchte Eva, und die Welt um sie herum drehte sich und veränderte sich. Plötzlich sah sie nicht mehr die Werkstatt oder die Uhren, sondern sie sah Szenen aus ihren letzten 3 Jahren. Allerdings sah sie diese von außen, wie ein unbeteiligter Beobachter, und das, was sie erblickte, trieb ihr die Tränen in die Augen, denn das gesamte Bild war von einem grauen, undurchdringlichen Nebel überzogen. Sie sah sich selbst auf Familienfeiern in der Ecke sitzen, physisch anwesend, aber geistig Tausende von Kilometern entfernt im Niemandsland. Sie sah ihre kleine Nichte, wie sie ihr mit einem gemalten Bild die Hand entgegenstreckte und ihr aufgeregt etwas erzählte. Aber Eva sah in dieser Vision ihre eigenen Augen, die leer und gläsern waren. Sie sahen durch das Kind hindurch wie durch Luft, und dieses Bild, das ein Geschenk der Liebe war, fiel schließlich unbemerkt zu Boden, ohne dass Eva es aufhob. Sie sah wunderschöne Sonnenuntergänge über der Isar, an denen sie mit gesenktem Kopf vorbeiging. Sie sah Freunde, die versuchten, sie anzurufen, aber nur auf eine Mauer des Schweigens stießen, bis sie schließlich aufgaben. Und das Schlimmste daran war, dass sie sich daran erinnerte, dass sie in diesen Momenten dachte, wie tief sie trauerte und wie edel ihr Schmerz war. Aber jetzt durch die Rauchlinse sah sie die Wahrheit. Es war kein Edelmut, es war Abwesenheit, es war Leere. Sie errichtete dem Liebsten kein Denkmal, sondern baute einen Bunker der Gleichgültigkeit. Und in diesem grauen Tunnel, durch den sie schritt, starben Farben, Düfte und Klänge. Und sie erkannte, dass sie in dem Versuch, dem Toten treu zu bleiben, alle Lebenden verlassen hatte, einschließlich sich selbst. Und dass dies keine Ehrung war, sondern ein langsamer Selbstmord der Seele, den er ihr niemals verziehen hätte. Als sie die Lupe ablegte, zitternd und beschämt von dem, was sie gesehen hatte, ging der Uhrmacher zum nächsten Teil der Lektion über, der von allen der schwerste war, weil er das betraf, was in ihrer Uhr fehlte.
Er zeigte mit dem Finger auf die leere Stelle im Mechanismus, dorthin, wo das Zahnrad der Zukunft sein sollte, und Eva stellte mit Entsetzen fest, dass dort ein schwarzes Loch klaffte. Eine Leere so absolut, dass es wie ein bodenloser Abgrund aussah, und als sie hineinsah, spürte sie Schwindel, weil der menschliche Verstand einen Horizont braucht, einen Punkt braucht, auf den er zusteuert, aber ihr Horizont war am Tag des Unfalls verschwunden, und seitdem lebte sie nur noch in Echos. Der Uhrmacher erklärte ihr, dass sie Angst habe, den Zeiger vorwärts zu bewegen, eben weil sie den Weg nicht sehe, dass die Landkarte ihres Lebens, die sie so sorgfältig gezeichnet hatte, verbrannt sei und sie nun am Rande eines unbekannten Kontinents stehe, wo es keine Wege oder Markierungen gebe, und diese Angst vor dem Unbekannten sei lähmend, weil sie glaube, dass diese Leere Einsamkeit und nichts bedeute. Aber er sah sie an und sagte ihr etwas, das ihr den Atem raubte. Er sagte, dass diese Leere nicht das Ende sei, sondern dass es Raum sei. Es sei eine reine Leinwand, die auf den ersten Pinselstrich warte, und dass die Zukunft kein Ort sei, an den wir gehen, sondern ein Ort, den wir mit jedem unserer Atemzüge erschaffen. Dann griff er in ein kleines Holzkästchen auf dem Tisch und nahm ein neues Zahnrad heraus. Es war klein, aber es strahlte wie ein geschliffener Diamant, und er legte es Eva in die Handfläche. Es war kalt und schwer, und er sagte ihr, dass dies das Rad der Hoffnung sei, das sich nicht durch Trägheit drehe, sondern durch Willenskraft, und dass sie es selbst dort einsetzen müsse, auch wenn ihre Hände zitterten und auch wenn sie nicht wisse, was morgen geschehen werde, denn Sicherheit sei ein Luxus, den wir nicht haben, aber Mut sei eine Pflicht, die wir dem Leben schulden. Und Eva stand über dieser leeren Stelle und musste sich entscheiden, ob sie weiter in den Abgrund der Vergangenheit fallen wollte oder ob sie beginnen wollte, eine Brücke über diesen Abgrund zu bauen, Schritt für Schritt, Tick für Tick. Es kam der Moment, in dem sich alle Worte und Theorien in eine Tat verwandeln mussten. Die Luft in der Werkstatt wurde dicht und still, selbst die anderen Uhren schienen den Atem anzuhalten und diesen Kampf einer einzigen menschlichen Seele zu beobachten. Eva umklammerte in einer Hand die Pinzette mit dem Stein der Schuld und in der anderen dieses neue, diamantene Rädchen der Zukunft. Und sie spürte, wie die Angst in ihr mit dem Verlangen zu leben rang, aber das Bild dieser kleinen Nichte und des grauen Tunnels war stärker als die Angst, und so holte sie tief Luft, schloss die Augen und tat es. Zuerst entfernte sie mit einem leisen Klirren diesen scharfen Splitter aus dem Getriebe, dieses Schuldgefühl überlebt zu haben, und legte ihn auf den Tisch, wo er sofort zu Staub zerfiel. Und dann, mit einer schon festeren Hand, setzte sie das Rad der Zukunft an die leere Stelle, das mit einem befriedigenden mechanischen Klicken einrastete, als hätte es schon immer dorthin gehört. Aber das war noch nicht alles. Der Uhrmacher reichte ihr ein kleines Fläschchen mit Öl und sagte, dass der Mechanismus mit Vergebung geschmiert werden müsse, und sie tropfte einen einzigen goldenen Tropfen in die Mitte des Uhrwerks. Und dann legte sie den Finger auf den großen Minutenzeiger, der auf 14 Uhr und 37 Minuten stand, und drückte. Der Widerstand war enorm, als würde sie gegen den Strom der Zeit drücken. Ihre Muskeln spannten sich an, und in ihrem Kopf schrien alle Erinnerungen, sie solle es nicht tun. Aber sie flüsterte nur 2 Worte in die Stille: Ich liebe und ich lasse los. Und drückte mit der ganzen Kraft ihres Willens, und es ertönte. Ein lauter metallischer Schlag, wie der Schuss einer Startpistole. Der Zeiger sprang auf 38, und in dieser Sekunde erzitterte das gesamte Uhrwerk. Die Feder spannte sich, die Rädchen griffen ineinander, und es ertönte ein Tick,
stark, gesund und resonant, und danach ein Tack. Und die Uhr, die 3 Jahre lang geschwiegen hatte, begann zu laufen. Und mit jedem weiteren Ticken spürte Eva, wie ein Stück Eis von ihrer Brust abfiel, und sie begann zu weinen. Aber es waren keine Tränen der Verzweiflung. Es waren heiße, reinigende Tränen, wie ein Frühlingsregen, der den Schmutz des Winters abwäscht und der Erde zu trinken gibt, damit sie wieder blühen kann. Sie wachte in ihrem Bett auf, aber etwas war anders. Das Licht, das durch die Vorhänge drang, hatte eine andere Qualität. Es war schärfer und dringlicher, und die Luft im Raum bewegte sich. Es war nicht mehr diese stickige Luft eines Mausoleums. Das Erste, was Eva hörte, war ein Geräusch, ein Ticken. Ihr Wecker auf dem Nachttisch lief. Der Sekundenzeiger umkreiste das Zifferblatt mit unermüdlicher Energie und schnitt Stücke eines neuen Tages ab. Eva setzte sich auf und fühlte sich seltsam leicht, aber auch zerbrechlich, wie ein Mensch nach einer langen Krankheit, der sich zum ersten Mal wieder auf die Beine stellt. Sie stand auf und ging zur Wand, wo dieser alte Kalender hing. 3 Jahre lang hatte sie ihn nicht angerührt. Das Papier war gelb und staubig, aber jetzt streckte sie die Hand aus und riss das Blatt mit dem Datum des 15. März ab. Das Papier knisterte und fiel zu Boden, und darunter war der nächste Tag. Und sie riss weiter, riss Tage, Wochen und Monate ab. All diese Jahre der Reglosigkeit fielen zu ihren Füßen wie trockenes Laub im Herbst, bis sie beim heutigen Datum ankam. Und der Anblick der aktuellen Zahl war schockierend in seiner Neuheit, aber gleichzeitig befreiend. Dann ging sie zum Fenster und öffnete es sperrangelweit. In die Wohnung drang der Lärm der Straße, das Klingeln der Straßenbahnen, die Stimmen der Menschen, das Bellen eines Hundes und die kalte Morgenluft, die nach nassem Asphalt und Hoffnung roch. Und Eva holte tief Luft, bis es in ihren Lungen schmerzte. Sie kochte sich Kaffee und schmeckte zum ersten Mal seit Jahren dessen wahren Geschmack. Diese Bitterkeit und Süße, nicht nur eine heiße Flüssigkeit. Sie zog sich an und ging hinaus auf die Straße, und jeder Schritt war wie eine Entdeckung. Sie sah den Menschen in die Gesichter und sah ihre Geschichten. Sie sah die Farben der Autos, spürte die Struktur der Hauswände. Die Welt war plötzlich ohrenbetäubend und intensiv, so dass ihr fast schwindelig wurde. Es war die Euphorie der Rückkehr ins Leben. Aber irgendwo tief hinten im Verstand spürte sie einen kleinen Schatten. Die leise Frage, ob sie das schaffen würde, ob sie genug Kraft hätte, um jeden Tag in diesem schnellen, reißenden Strom der Zeit zu schwimmen, oder ob sie schließlich wieder müde werden und sich auf den Grund ziehen lassen würde. Diese Euphorie der ersten Wochen, diese neue Verliebtheit ins Leben, hielt leider nicht ewig an. Wie es ebenso ist, und die Realität meldete sich nach etwa einem Monat zu Wort, an einem grauen und regnerischen Tag, an dem nichts gelingen wollte, an dem sich auf der Arbeit die Probleme häuften und Eva sich einsam und erschöpft fühlte. Sie kam durchnässt und durchgefroren nach Hause, und plötzlich fiel diese Stille der Wohnung, die ein Freund zu sein schien, wie eine schwere Decke auf sie. Das Geräusch der tickenden Uhr, das sie bisher erfreut hatte, verwandelte sich in einen unangenehmen, vorwurfsvollen Lärm. Jedes Ticken erinnerte sie daran, dass die Zeit raste, dass sie älter wurde, dass er tot war und sie hier allein war und mit jeder Minute kämpfen musste. Und in diesem Moment meldete sich diese alte, verführerische Stimme ihrer Depression, die ihr zuflüsterte, dass es so einfach wäre, das aufzuhalten,
Es würde genügen, die Hand auszustrecken und das Pendel zu fassen. Es würde genügen, die Batterie aus dem Wecker zu nehmen und in diese sichere Zeitlosigkeit zurückzukehren, wo nichts wehtut, wo sich nichts ändert, wo es keinen Druck und keine Verantwortung gibt. Und Eva ertappte sich dabei, wie sie an der großen Uhr im Flur stand, die Tür geöffnet hatte und ihr Finger nur einen Millimeter vor dem schwingenden Pendel zitterte. Ihr Herz pochte und in ihrem Kopf war Nebel, die Sehnsucht nach Flucht war stärker denn je. Es war eine Droge, die in greifbarer Nähe war. Aber in der Sekunde, in der sie schon das Metall berühren und die Welt anhalten wollte, erinnerte sie sich an die Augen des Uhrmachers, die Farben von flüssigem Bernstein, erinnerte sich daran, wie er sie gewarnt hatte, dass man die Uhr jeden Tag aufziehen müsse, dass das eine Entscheidung sei, die sie immer wieder neu treffen müsse. Und ihr wurde klar, dass das Anhalten der Zeit keine Erholung bedeutete, sondern bedeutete, dem Unvermeidlichen bei lebendigem Leibe zuvorzukommen. Und so zog sie mit enormer Überwindung, den Tränen nahe, ihre Hand zurück und schloss die Tür der Uhr mit einem Knall. Sie sank darunter zu Boden und lauschte ihrem Rhythmus, der unerbittlich, aber wahrhaftig klang, und beschloss, dass sie diesen Kampf nicht aufgeben würde. Aber genau als sie sich die Tränen abwischte und den Kopf hob, klingelte es an ihrer Tür, und dahinter stand kein Bekannter. Da stand ein Mann, der aussah, als würde er von Dämonen gejagt. Er atmete, als wäre er einen Marathon gelaufen, und in seinen Augen lag der Wahnsinn eines Menschen, dessen Uhr nicht normal läuft, sondern im Galopp rast. Dieser Mann, der in ihren stillen Flur stürzte wie ein verirrter Komet, hieß Martin und machte den Eindruck eines Menschen, der versucht, seinen eigenen Schatten zu überholen, selbst wenn er auf der Stelle stand und von seinem durchnässten Mantel Wasser auf das Parkett tropfte, vibrierte sein ganzer Körper vor fast greifbarer Ungeduld, seine Augen huschten von Gegenstand zu Gegenstand, ohne sich jemals wirklich auf irgendetwas auszuruhen, und als er sprach, fielen die Worte wie eine Steinlawine aus ihm heraus, schnell, überstürzt und ohne Pausen zum Luftholen, so dass Eva das Gefühl hatte, dass eine Flut von Informationen auf sie einrollte, die nicht aufzuhalten war. Er erzählte ihr von Projekten, die er unbedingt bis zum nächsten Morgen abschließen musste, von ehrgeizigen Zielen, die er sich für die nächsten 5 Jahre gesetzt hatte und die schon jetzt im Rückstand waren, und von der lähmenden Angst, dass ihm das Leben durch die Finger rann, obwohl er versuchte, so schnell wie möglich zu rennen, um es einzuholen. Und Eva erkannte in ihm mit eisiger Gewissheit und neu gewonnener Weisheit die andere Seite ihrer eigenen Medaille, während sie bis vor kurzem eine im Eis der Vergangenheit eingefrorene Statue gewesen war, war er ein Gejagter auf dem brennenden Fließband der Zukunft, der nicht anhalten kann, weil er Angst hat, dass ihn im Moment der Ruhe die Flammen der Leere und der Stille verschlingen würden. Er gestand ihr, dass er nachts nicht schlafen könne, weil die Stille für ihn physisch unerträglich sei. Denn in der Stille höre er das Ticken seiner inneren Uhr, die nicht im beruhigenden Rhythmus der Sekunden gehe, sondern im Rhythmus eines wild gewordenen Metronoms. Tick, tack, tick, tack, so unvorstellbar schnell, dass das Geräusch zu einem einheitlichen Ton der Hochspannung verschmilzt, der an seinen Nerven zerrt und ihn zwingt, ständig etwas zu tun, das Telefon zu überprüfen, E-Mails zu schreiben, Besprechungen zu planen, nur um dieses Geräusch zu übertönen. Und Eva, die nicht mehr jenes hilflose Opfer der Zeit war, sondern deren demütige Schülerin, wusste, dass sie diesem Mann weder mit Kräutertee noch mit freundlichem Trost helfen konnte, weil seine Krankheit nicht im Kopf lag, sondern im eigentlichen Mechanismus seiner Seele, der sich so schnell drehte, dass er zu blockieren drohte.
Und so legte sie ihm die Hand auf die Schulter, was für ihn ein Schock war, als wären zwei Galaxien mit unterschiedlicher Schwerkraft kollidiert. Und sie sagte ihm nur einen einzigen Satz: »Kommen Sie mit mir. Ich kenne einen Ort, wo die Zeit das Atmen lernt.« Und auch wenn Martin sich anfangs sträubte und behauptete, dass er wirklich keine Zeit für Spaziergänge habe, dass jede Minute kostbar sei, brachte ihn etwas in ihrer tiefen, ruhigen Stimme, die von Wahrheit durchdrungen war, dazu zu gehorchen. Und so traten sie gemeinsam in die regnerische Nacht hinaus, sie im Rhythmus der Gegenwart schreitend, und er, der mit seinen Gedanken schon 3 Straßen weiter war. Der Weg durch das nächtliche München zum Glockenspiel war eine seltsame Studie der Kontraste, während Eva jeden Tritt ihres Fußes auf das nasse Pflaster wahrnahm, den Geruch von Ozon in der Luft und die Reflexionen der Straßenlaternen in den Pfützen, rannte Martin neben ihr praktisch, überprüfte ständig seine Armbanduhr und führte selbst beim Gehen im Geiste Telefongespräche. Er war physisch neben ihr anwesend, aber mental befand er sich im Morgen, in der nächsten Woche, im nächsten Jahr, und als sie endlich in jener engen, namenlosen Gasse ankamen, die man auf keiner Karte findet, und vor der schweren Eichentür mit der Aufschrift »Die Zeitwerkstatt« standen, hielt Martin inne und verstummte zum ersten Mal in der ganzen Zeit. Denn diese Atmosphäre der Altertümlichkeit und Ruhe, die von diesem Ort ausstrahlte, stand im direkten Widerspruch zu seinem inneren Chaos. Im Inneren der Werkstatt empfing sie das bekannte, polyphone Ticken tausender Uhren, aber Martin hielt sich sofort die Ohren zu, denn für ihn war das keine Musik, sondern eine Kakophonie der Vorwürfe, dass die Zeit rennt und er sie nicht einholt. Der alte Uhrmacher wartete auf sie, stand an seiner Werkbank, die Hände auf die Lederschürze gelegt, und betrachtete Martin nicht mit Verurteilung, sondern mit dem tiefen Verständnis eines Arztes, der einen Patienten in kritischem Zustand sieht, und ohne unnötige Worte deutete er mit der Hand zur Wand, wo sich Martins Uhr materialisierte, und der Anblick war erschreckend. Das Zifferblatt war verschwommen, da sich die Zeiger mit Überschallgeschwindigkeit drehten, aus dem Mechanismus stieg ein dünner Rauchfaden auf, und das Jaulen von überhitztem Metall war zu hören. Diese Feder war bis zum Zerreißen gespannt, so stark, dass die Gefahr bestand, dass sie jeden Moment explodieren und das gesamte Uhrwerk in Stücke reißen würde. Der Uhrmacher wandte sich an Martin und sagte ihm mit leiser, aber fester Stimme, dass er versuche, das Unvermeidliche zu überholen, aber dadurch, wie schnell er renne, ziehe er es nur näher an sich heran. Er erklärte ihm, dass in der Zukunft zu leben dieselbe Krankheit sei, wie in der Vergangenheit zu leben, denn in beiden Fällen sei der Mensch nicht dort, wo er sich wirklich befinde, und das Leben werde nur zu einem verschwommenen Fleck hinter dem Fenster eines Schnellzuges. Martin begann zu zittern und schrie, dass er nicht langsamer werden könne, dass alles, was er aufgebaut habe, zusammenbrechen würde, wenn er langsamer würde, und vor allem, dass ihn die Leere einholen würde, die er in sich fühle, wenn er stehen bliebe. Aber der Uhrmacher nahm ein schweres Gewicht in die Hand, das wie ein Anker aussah, und sagte, dass Leere nicht mit Geschwindigkeit, sondern nur mit Tiefe gefüllt werden könne, und er forderte Eva auf, es zu sein, die dieses Gewicht an Martins Uhr hing, denn nur sie kenne den Preis des Stillstands und den Preis der Bewegung. Und so trat Eva an diese verrückte Uhr heran, und mit der Ruhe, die sie gelernt hatte, hängte sie das Gewicht der Gegenwart an die Kette, und es ertönte das Kreischen von Bremsen, Funken flogen durch die Luft, wie sich der Mechanismus wehrte, aber langsam, sehr langsam begann sich dieses rasende Drehen zu beruhigen, bis sich die Zeiger auf einem Rhythmus einpendelten, der erträglich,
menschlich und lebendig war. Als sich hinter Martin, der die Werkstatt zwar erschüttert, aber zum ersten Mal seit Jahren die Welt um sich herum wirklich sehend und hörend verließ, die schweren Eichentüren schlossen und seine langsamen, bedächtigen Schritte in der Gasse verstummten, breitete sich in der Werkstatt eine Stille aus, die anders war als sonst. Es war eine feierliche, endgültige Stille, die von einer seltsamen Traurigkeit erfüllt war. Eva wandte sich dem Uhrmacher zu, erwartete eine weitere Lektion oder Aufgabe, aber er nahm langsam seine Brille mit den vielen Linsen ab und sah zum ersten Mal, seit sie ihn kannte, unglaublich alt und müde aus, als hätte sich in einem einzigen Moment das Gewicht all der Jahrhunderte auf ihn gesenkt, die er in dieser Werkstatt verbracht hatte. Er stützte sich auf seine Werkbank und winkte Eva näher zu kommen, und dann begann er ihr mit leiser, knisternder Stimme seine eigene Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die er Hunderten von Jahren niemandem erzählt hatte. Er gestand, dass auch er einst ein Mensch gewesen war, dessen Uhr zerbrochen war, dass er nicht immer ein weiser Meister gewesen war, sondern ein verzweifelter Vater, der im 17. Jahrhundert seine einzige Tochter während einer dunklen Nacht verloren hatte. Und in seinem Stolz und seinem Schmerz hatte er versucht, eine Maschine zu bauen, die die Zeit zurückdrehen sollte, um sie zu retten. Er widmete dem sein ganzes Leben, opferte dem alles, aber anstatt die Zeit zurückzudrehen, gelang es ihm nur, aus ihrem Strom herauszutreten und in dieser Werkstatt stecken zu bleiben, in der Lücke zwischen den Sekunden, dazu verdammt, die Zeit der anderen zu reparieren, während seine eigene stillstand. Das war seine Buße, sein Dienst, den er so lange verrichten musste, bis er jemanden fände, der das gesamte Wesen der Zeit besser verstand als er, jemanden, der durch die Dunkelheit des Stillstands ging wie sie und in der Lage war, denen zu helfen, die zu schnell liefen wie Martin. Er erklärte Eva, dass sie nicht nur eine Patientin war, sie war seine Prüfung und seine Hoffnung. Und indem sie heute Martin geholfen hatte, schloss sie den Kreis, den er selbst nicht schließen konnte, und dann griff er in die Tasche seiner Schürze und holte einen einfachen messinggenen Schlüssel heraus, der nicht kalt war, sondern wie ein lebendiges Herz wärmte, und legte ihn Eva in die Handfläche mit den Worten, dass seine Wache beendet sei, dass seine Tochter auf dem anderen Ufer schon zu lange auf ihn warte und dass seine Uhr endlich zum letzten Schlag anlaufen könne. Und Eva, mit Tränen in den Augen, nahm diesen Schlüssel an, nicht als Besitz, sondern als heilige Verpflichtung. Und sie verstand, dass sie nicht zur Besitzerin der Werkstatt wurde, sondern zur Hüterin des Gleichgewichts, zu einem Leuchtturm für diejenigen, die sich in der Zeit verirrt hatten. Und dann passierte es. Der alte Uhrmacher begann sich langsam vor ihren Augen aufzulösen, nicht wie ein Geist, sondern wie der Morgennebel, in den die Sonne bricht. Seine Konturen wurden weich und verschmolzen mit dem goldenen Licht der Lampen und dem Ticken der Uhren, bis schließlich niemand mehr dort stand. Es blieb nur diese lederne Schürze, die über den Stuhl geworfen war, und ein Gefühl des unendlichen Friedens, das jeden Winkel des Raumes erfüllte. Eva blieb allein, fühlte sich aber nicht verlassen, sie fühlte sich erfüllt und stark. Sie hielt den Messingschlüssel fest in ihrer Handfläche, atmete tief den Duft von Öl und Holz ein und sah sich ein letztes Mal in dieser magischen Werkstatt um. Sie wusste, dass sie jederzeit hierher zurückkehren konnte, aber sie wusste auch, dass sie hier nicht leben musste, weil sie diese Werkstatt jetzt in sich trug, in ihrem eigenen Herzen, das in perfektem Einklang mit dem Universum schlug. Und so trat sie hinaus, in das erwachende München, wo über den Dächern der Häuser gerade das rosa Licht der Morgendämmerung zu schlüpfen begann, und als sie aus dieser engen Gasse auf den Marienplatz trat, begann das Glockenspiel gerade,
die volle Stunde zu schlagen, und Eva blieb stehen und lauschte diesem Geräusch, nicht als Countdown der verbleibenden Zeit, sondern als Feier der Zeit, die genau jetzt ist. Und Sie, die Sie diese Geschichte hören, fragen sich jetzt vielleicht, wo Ihre eigenen Uhren sind, ob sie zu schnell laufen oder ob sie stehen und darauf warten, aufgezogen zu werden. Aber Sie müssen keine Angst haben, denn jetzt, in diesem Moment, ist alles in Ordnung. Sie müssen nirgendwo hinrennen oder irgendetwas reparieren. Es reicht, nur zu atmen und zuzuhören, wie Ihr Herz Ihre eigene, einzigartige Zeit misst, die Ihnen niemand nehmen kann. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich diese Werkstatt vor, diese Ruhe und diese Sicherheit, und erlauben Sie Ihren Gedanken langsamer zu werden, damit sich jede Sekunde in die Unendlichkeit dehnt. Tick, tack, tick, tack. Ihre Zeit ist Ihr Freund, eine Wiege, die Sie in Träume trägt, wo sich Vergangenheit und Zukunft in einem süßen, tiefen Jetzt auflösen. Gute Nacht und mögen Ihre Uhren leise und genau gehen.